und herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer von uns, dem längsten und wahrscheinlich bisher größten Abenteuer. Mit am Start ist natürlich wie immer meine liebreizende Frau und unsere Künstlerin am Videoschnittprogramm, die Christine. Hi! Außerdem, und darüber freuen wir uns sehr, endlich seit langem wieder mal mit dabei mein Bruder und unser Ehrenmitglied, der Philipp. Hi. Und natürlich ich, der Marian. Wir sind hier in Schwedisch-Lappland, genauer gesagt in den Bergen Lapplands, nicht unweit zur Grenze nach Norwegen. Mit dem Heli werden wir hier in der Wildnis an einem See ausgesetzt und kämpfen uns 14 Tage lang in unseren Kanus über ein System aus glasklaren Bergseen und wilden Flüssen mit spektakulären Stromschnellen und Wasserfällen zurück zum Ausgangspunkt. Hierbei geht es nicht darum, die Strecke schnellstmöglich zurückzulegen, sondern diese lange Zeit in der Natur zu leben mit allem, was dazugehört. Wir dürfen die Natur genießen, aber genauso auch mit ihren Widrigkeiten kämpfen, wie zum Beispiel schlechtem Wetter. Die Nächte werden wir hier draußen in unseren Zelten verbringen. Wir werden uns Essen kochen, nicht selten auf dem Lagerfeuer. Und da das Gewicht, das wir mitnehmen dürfen, begrenzt ist, müssen wir, um jeden Tag satt zu werden, auch hin und wieder hier draußen Essen finden. Natürlich kann man auf die Suche nach Beeren und Pilzen gehen, aber vor allen Dingen bedeutet dies zu angeln. Hier in den Bergen ist mit Forelle, Äsche und Saibling zu rechnen und es wird auch eine Challenge von uns sein, von jeder Art mindestens ein Exemplar aus dem Wasser zu ziehen. Für euch beginnt die Reise natürlich gleich an Tag 1. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir allerdings schon die Hälfte unserer Reise hinter uns gebracht und ich kann euch sagen, es wird krass. Ein wahrliches Abenteuer mit großen Erfolgen, Misserfolgen und Verlusten. Das alles erwartet euch nach dem Intro, also bleibt unbedingt dran. Tag 1. Wir haben nass gestartet. Wir haben hier so ein bisschen die Straße runter die letzte Nacht verbracht in unseren Zelten. Es hat die ganze Zeit geregnet. Jetzt ist alles schon klitschnass. Hier steht unser Equipment. Nachgewogen, inklusive uns, 398 Kilo. 400 dürfen wir in den Heli. Hoffen wir mal, dass auf der Fahrt keiner zugenommen hat. Bei der ungesunden Ernährung würde mich das nicht wundern. Man kann ihn schon hören. Die große Prüfung des Gewichts. Ja.
irre weit das denn jetzt? Was für ein geiler Flug, Alter. Ja. Hammer. Hier beginnt das Abenteuer. Jetzt heißt es Boote aufbauen, umziehen. Wir wollen auf jeden Fall mal noch auf dem kleinen See hier angeln. Und dann wissen wir noch nicht genau, entweder das Ding hier könnte so tun, als wäre es ein Bach. Oder hinter der Landzunge geht es dann raus. Auf jeden Fall in diese Richtung auf den großen See. Let's go. Fisch! Bleiben Sie ein bisschen auf. Ja, eine geile Forelle. Oh yeah. Uh. Fisch. Fisch Nummer 2. Das Abendessen muss man sich verdienen, aber bis jetzt läuft's gut. Fehlt noch einer. Fisch. Juhu! Für dich, Philipp. Für dich ist auch noch ein Fisch gekommen. Yes! Boah, ist das ein Monster! Dickes Ding! Oh, was eine Farbe. Richtig Gold. Mein letzter. Nochmal ein richtig schöner. Forelle. 3 sind schon in der Tüte. Aber wir brauchen ja auch noch einen Lagerplatz. Der See hier, auf dem wir sind, ist in oder auf einer Insel, die wiederum in dem See ist, auf dem wir jetzt gleich noch fahren wollen. Und deswegen fahren wir gleich hier rein. Und ja, ein Fluss ist es nicht, es ist eher ein Bach. Hangeln uns da lang runter zum großen See. Aber hier auf jeden Fall mega geil, hat richtig viel Spaß gemacht. 4 richtig große, gute Fische. Nur noch ausgenommen und dann geht's los. Das ist wirklich nur ein Bach. Das wird lustig. Ja. So, geht's? Der Bach bleibt erstmal bachig, deswegen tragen wir jetzt zumindest schon mal die schweren Taschen einzeln und ziehen dann das Boot hier durch. Ist auf jeden Fall deutlich einfacher. Also ich frage, was Christine da macht. Ich bin schon verarztet. Wir haben ein neues Fischermesser und das ist so scharf, dass wir uns direkt erstmal beide damit geschnitten haben. So ganz leicht mit der Spitze gepiekt, aber. Bei mir nicht leicht. Krass, da hinten noch der schneebedeckte Berg.
Und das ist jetzt der große See, in dem die Insel ist, auf der wir sind. Ach, da hinten die Berge, ne? Ja, Ganz da hinten. krass. Da sieht man, dass wir schon fast in Norwegen sind. Wir sind schon fast in Norwegen, ja. Das müsste da vorne irgendwo anfangen. Irgendwo da, bei den Bergen. Ja, dann holen wir mal die Boote, hä? Draußen muss man gucken, wie man am besten Feuer anbekommt. Deswegen alles am trockenen Holz, was man findet, direkt sammeln. Christine hat auch schon einen ganzen Batzen in der Hand. Und dann werde ich nachher mal hier so reingehen und gucken, ob da was Totes, Größeres dazwischen ist. Los geht's! Bau mal das Lager auf. Aber mega schön hier. Da so hin. Zelte, Tarp, Boote. Ich hoffe, auf der Kamera kommt es rüber, wie schön kiesblau das Wasser hier ist. Mega geil. Und ich gehe jetzt nochmal dahin zurück und suche Feuerholz. Philipp sägt noch die letzten Holzstücke. Hier haben wir schon einiges vorbereitet fürs Feuer gleich. Das Holz ist größtenteils noch sehr nass. Deswegen müssen wir gucken, dass wir mit dem, was wir hier hoffentlich gleich zum Brennen bekommen, hier drumherum schon mal ein bisschen was trocknen. Und dann mal schauen, ob wir das Feuer vernünftig zum Laufen bekommen. Unsere heutige Ausbeute, die werden wir uns gleich schön am Feuer braten. Bisschen zerstückelt. Der hier ist übrigens rotfleischig. Die beiden hier drin auch. Und Philipp ist weißfleischig. Philipp mag weißes Fleisch. Pfannenbrot als Nachtisch. Aua, das ist steil. Brot ist fertig. Das essen wir gleich natürlich noch.
Genießen auch noch ein bisschen die Wärme vom Feuer. Nichtsdestotrotz beenden wir das Video für den heutigen Tag und sagen zu euch schon mal gute Nacht. Leichter Fischaroma am Brot. Danke. Morgen. Morgen. Der gestrige Tag war krass. Wirklich krass. Und ich würde sagen, eines der einprägendsten Erlebnisse, die wir je hatten. So ein Helikopterflug ist schon wirklich extrem beeindruckend. Und das dann auch noch hier in der Landschaft. Das war wirklich cool. Der hätte ruhig auch noch länger gehen dürfen. Ja, Aber dann wäre er zu teuer geworden. Ja, dann hier angekommen zu sein, mitten in der Wildnis, ohne irgendwas. Auch schon ein krasses Gefühl, vor allen Dingen das erste Mal, dass wir so richtig ausgesetzt worden sind. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich auch zurück, um wieder zum Auto zu kommen. Der einzige andere Ausweg wäre ein Notruf. Das ist schon auch nochmal ein anderes Feeling. Dann 4 schöne Forellen gefangen. Auch ein sehr besonderes Erlebnis. Die waren lecker. Die waren richtig lecker. Und dann hier in der Kulisse zubereitet. Mit Blick auf die Berge. Unter dem Berg da hinten ist irgendwo noch der Gletscher. Größte Gletscher Schwedens, wie wir gestern gelernt haben. Einfach krass, ja. Und jetzt haben wir Tag 2. Es regnet, wie man vielleicht hört auf der Aufnahme und sieht. Ist immer geil zum Einpacken. Deswegen warten wir mal noch ein bisschen ab, ob es vielleicht aufhört zu regnen. Und man die Zelte wenigstens einigermaßen trocken einpacken kann, weil sonst wird durch das Zelt auch alles andere, was in der Tasche ist, nass. Und ja, dann dürfen wir heute aber ein gutes Stückchen paddeln. Über den See, über den sehr großen See, den wir vor uns sehen. Ein Carp-Toilettenhäuschen bauen. Jeder kriegt ein Loch. Namensschild. Wenn wir fertig sind, machen wir das einmal wieder zu, dann können wir uns wieder hinsetzen. Der Boden warm. Sitzheizung. Nur um das auch einmal zu zeigen. Neopren. Das Wasser ist arschkalt. Wenn man auf dem Fluss paddelt, sollte man sich generell vernünftig anziehen. Aber auch auf dem See, man weiß nie, was passiert, man kann immer mal kentern. Und dann ist die Kälte wirklich eine Gefahr. Unterkühlung ist eines der größten Risiken, die es hier draußen gibt. Und das Wasser wird selbst wie jetzt im Sommer nie warm genug, um sich da drin aufzuhalten.
es viele einsame Vögel. Immer allein unterwegs. Ihr könnt es auf jeden Fall, wenn ihr es nicht sehen könnt, sehen wir da, wo wir hinwollen, schön die Wolke am Berg hängt. Jetzt sind wir ein Stück weiter, als wir eigentlich wollten. Hier sieht es jetzt weniger einladend aus als alles, was wir eben gesehen haben, aber bei dem Wetter, wer weiß, was da hinten noch ankommt, da wird es auch schon wieder richtig diesig. Wollen wir nicht weiter, deswegen suchen wir uns jetzt dann hier irgendwo was. Vielleicht da oben. Auf jeden Fall ist hier viel Wald. Schon mal bessere Chancen auf Feuerholz. Die Zeit habe ich da schon 2 Steine hingelegt. Der Fairness halber dazu sagen, das ist nicht das erste Stück, das der Philipp sägt. Feuer machen bei dem Wetter ist harte Arbeit. Was machst du da? Das ist die richtige Tasche. Kann das nicht besser im Zelt warten? Nein, das ist dringend. Das ist meine Hosentasche. Schon Baby. Nein. Nein. Wir machen heute eine Süßkartoffel-Linsensuppe ohne Süßkartoffel, stattdessen mit normalen Kartoffeln. Wir kaufen nämlich die ganz frischen Zutaten immer in dem letzten Supermarkt hier vor Ort sozusagen, hier in Schweden. Und der war allerdings so klein, weil es so weit im Norden ist, dass die einzigen Süßkartoffeln, die sie hatten, zum einen sehr klein waren und außerdem größtenteils nicht mehr schön. Ja, deswegen mit normalen Kartoffeln, davon haben wir genug. Die schneide ich jetzt als erstes klein und dann kommen sie gleich direkt in den Topf. Heute wieder hier nassere Stücke Holz. Dahinter liegt auch noch eins. Schon mal ums Feuer drum gelegt, dass sie ein bisschen trocknen können. Denn das trockene Holz hier ist sehr rar. Salz und Pfeffer ist schon dran. Currypaste.
Rote Linsen. Sahnepulver. Dehydrierter Blattspinat. Jawohl. Ja, man sieht es vielleicht an den Lichtverhältnissen. Es ist schon dunkel, obwohl es ja eigentlich gar nicht richtig dunkel wird. Deswegen essen wir nur noch auf und sagen zu euch gute Nacht. Bis morgen. Moin Moin, hier an Tag 3. Morgen. Kaffee. Gleich gibt es natürlich auch noch ein Müsli. Wie wahrscheinlich sehr unschwer zu erkennen ist, windet es sehr. Das wird spaßig heute. Wir wollen auf jeden Fall noch mal weiter. Aber nachdem wir gestern so eine große Strecke geschafft haben, müssen wir heute nicht ganz so weit. Dennoch wird das bei dem Wind sicherlich lustig. Wir gucken dann gleich mal, dass wir möglichst ufernah auf dieser Seite hier bleiben und dann mal bis dahin paddeln, wo wir hinwollen, was eigentlich auf der anderen Seite ist. Der See wird da aber auf jeden Fall schmaler. Deswegen könnte es dort dann besser sein, dass die Wellen kleiner sind, dass man rüberkommt. Aber im Notfall müssen wir auf der Seite hier bleiben. Weil bei so großen Wellen ist das schon gefährlich, da sollte man auf jeden Fall immer nahe dem Ufer bleiben. Tja, gibt es noch was zu sagen? Habe ich was vergessen? Es ist kalt. Kalt ist es, ja, das stimmt. Aber es regnet nicht mehr, was natürlich das Ganze schon mal viel attraktiver macht. Sag das nicht zu laut. Dicke Brecher. Ganz schönes Geschaukel hier. Ja, die sind gut über einen halben Meter teilweise. Hier auf dem Fluss, schön ausgleichen über die Knie, ja? Wir hangeln uns gerade an so einer Landzunge entlang, mit dem Wind von der Seite, Boot leicht schräg, kommt man voran. Der Wind drückt uns in die Richtung, in die müssen wir auch. Wenn wir vorne an der Spitze sind von der Landzunge, gucken wir uns mal an, wie die See da ist. Und dann versuchen wir vielleicht darüber zu kommen, aber dann schon sehr mittig hier in dem großen See sind. Die Berge da hinten. Ja. So, um die Landzunge rum. Hier wird es ruhiger. Gleich wird wahrscheinlich noch mal eine kleine Düse kommen. Dahinter ist man dann abgeschirmt und wenn wir es richtig deuten können, müssen wir an dem langen Ding da links vorbei und dann dahinter rechts rum. Jetzt arbeitet der Wind auf jeden Fall für uns.
machen gerade gar nichts und bewegen uns trotzdem in die richtige Richtung. Wie die Wolken da oben auf dem Berg hängen. Hier rechts hinter der Langzunge. Da müsste der Platz sein, wo wir hinwollen. Um auch transparent zu bleiben, da vorne sieht man ein paar Häuser und da vorne ist ein Bauwerk. Da hinten wird der See zum Fluss und da beginnt ein sehr, sehr bekanntes Angelcamp. Wird man auch mit dem Helikopter hingeflogen. Also selbst hier in dieser absolut wilden Region gibt es Anzeichen von Zivilisation. In dem Angelcamp dürfen wir leider nicht mehr angeln. Da braucht man eine spezielle Genehmigung für und die kriegt man eben nur, wenn man eine dieser Hütten mietet. Deswegen wollten wir eigentlich vorher noch mal irgendwo anhalten, bevor wir durch das Angelcamp durchfahren. Und hier vorne sieht man so einen Wasserfall. Der müsste irgendwann irgendwo hier in den See fließen und wir hatten gehofft, dass das vielleicht noch mal ein schöner Platz ist. Das wollen wir uns jetzt mal angucken. Geile Landung. Ja, hier sind gleich die Überreste von 2 alten Feuerstellen. Und hier in vereinzelten Teilen fließt der Fluss in kleinen Bächchen ins Wasser rein. Ich befürchte mal, zum Angeln wird es jetzt hier nicht so der Hotspot sein, aber zum Lagern auf jeden Fall gut. Und letzter Halt vor dem Camp. Wir bleiben auf jeden Fall noch eine Nacht. Auch auf einem See. Gepäck immer sichern. Heute benutze ich mal meinen mitgebrachten Zunder. Das ist schon mal für später.
heute eine Frittata. Dazu schnippel ich jetzt schon mal Knoblauch und Chili klein. Die anderen Zutaten seht ihr dann gleich. Ich halte hier in meiner Hand 1,5 Zwiebeln und 2 Zucchinis. Das waren mal zusammen 440 Gramm. Jetzt sind es noch 36 Gramm. Deswegen müssen da jetzt wieder 400 Milliliter Wasser drauf. Knoblauch und Chilis. Senf. Beim nächsten Mal anders. Mit diesem feuchten Holz hier muss man echt mit allen Tricks arbeiten. Ja. Das ist ein Kampf hier, das Feuer am Laufen zu halten. Ehemals 200 Gramm Erbsen, jetzt 36 Gramm Erbsen. Frittata war natürlich Ei. Da haben wir Eipulver uns vorher abgepackt, das muss ich jetzt dann noch anrühren. Du wirst gleich wieder schön um. Ja, dann stellen wir dann eine Hand ab. Feta. Normalerweise macht man so eine Frittata am besten im Backofen, dann wird sie von beiden Seiten warm. Das ist natürlich auf dem Feuer so. Ist nicht so einfach möglich, deswegen werden wir sie immer wieder mal umrühren. Wird wahrscheinlich auch von der Konsistenz keine Frittata, aber das macht nichts, das geht ja um den Geschmack. Konsistenz ist wie erwartet. Nicht die einer Frittata, sondern eher ein bisschen sowas wie Rührei. Macht aber nichts. Es ist auf jeden Fall durch. Oh, riecht das gut. Falls ihr euch fragt, warum da so viel Holz außenrum liegt, das trocknet schon mal für morgen. Guten. Dann guten. Ja, das war jetzt harte Arbeit, aber hat sich gelohnt, würde ich behaupten. Nur ein bisschen mehr hätte es noch sein dürfen. Wäre jetzt so die richtige Menge für 2 Personen wahrscheinlich. Ja. Ist schon spät. Wir essen noch auf. Dann geht's ins Bett. Und zu euch sagen wir jetzt schon mal gute Nacht. Bis morgen. Moin Moin an Tag 4. Morgen. Wir haben uns entschieden, heute hier zu bleiben, denn der nächste Trip, der geht durch das Angelcamp und da wollen wir auch an 2 Tagen wirklich durch. Das ist viel Fluss, das heißt, es könnte auch viel Umtragung sein. Deswegen wollen wir vorher noch mal ein bisschen Kräfte sammeln. Vielleicht werden wir heute hier auch noch mal ein bisschen angeln. Mal gucken. Jetzt geht es aber gleich erstmal ums Frühstück. Heute wollen wir ja mal ein bisschen was anderes zum Frühstück machen. Dafür brauchen wir eine Wärmequelle, gleich auch noch für den Kaffee natürlich genauso. Und um ein bisschen Energie zu sparen, werden wir gleich hier auf dem Hobo kochen. Und ich würde sagen, damit legen wir auch direkt los.
feuchtes Holz außenrum, das schon ein bisschen trocknen kann. So, ich rühre schon mal den Teig an. Ich bitte darum. Passt so von der Dicke, oder? Ja. Ein bisschen warten noch ein bisschen. Schon fast fertig. Deswegen rührt die Christine jetzt hier drüben wieder Ei an. Eipulver mit Wasser. Brötchen sind fertig. Halber Teelöffel. Ja, Erstmal. sonst kann man ja noch nachsalzen. Bisschen aus wie Pfannkuchenteig, ne? Mhm. Will ich auch nehmen. Philipp. Auch mal schon mal eine Gabel sicherheitshalber. Eine Gabel sicherheitshalber. Für mich auch. Für dich ein Teller auch. Für mich ein Teller auch. So, ich schmeiß mir schon mal ein bisschen Salz, ne? Ja, ein bisschen Salz und Pfeffer würde ich auch nehmen. Noch etwas Ei unter ihren Pfeffer. Ist zu. Zu. Eiburger. Protein. Angeln, Klappe die zweite. Vom Ufer konnte man es hier vergessen. Es ist zu lange flach. Aber jetzt sehen wir es ja hier vorne schon immer wieder mal steigen. Philipp zieht uns beide jetzt wieder ein bisschen raus und dann angeln wir. Das war haarscharf an meiner Route vorbei, Schatz. Da war ein Biss. Bei mir war es gerade ganz sicher ein Biss. Aber ein sehr zaghafter.
Nicht die Strahlen kreuzen. Ja. Das sieht aus wie ein Saibling, oder? Ja. Komm her. So. Jetzt wird er langsam müde. Schön von tief runter. Ja! Jawohl! Fisch! Saibling! Yes! Wie geil! Schöner Saibling. Da sieht man mal wieder beim Angeln, Geduld zahlt sich aus. Haben jetzt sehr, sehr lange auf dem Wasser, haben viel geangelt, nichts passiert und wir wollten eigentlich schon wieder zurückpaddeln, haben noch ein paar Würfe gemacht und dann hatte ich den hier drin. Erster Saibling, ne? Erster Saibling, ja. Einer der Zielfische und auf jeden Fall der, ja, ich glaube mit der Esche zusammen, wenn wir noch eine fangen, ich mich am meisten freue. Ja, ein großer Erfolg. Ihr habt ihn gesehen. Einen schönen Saibling, den wir gefangen haben. Wir haben uns riesig drüber gefreut und ist perfekt für das Essen, was wir gleich zubereiten wollen. Aber, was ihr nicht gesehen habt, ein noch viel größerer Misserfolg. Und zwar ist unsere Drohne abgestürzt. Mitten über dem See und in selbigen geplumpst. Wir haben sehr lange danach gesucht. Wir sind mit dem Boot alles abgefahren. Christine ist sogar noch im Neopren ins Wasser gegangen und hat gesucht. Leider nicht gefunden. Das ist insofern schon ärgerlich, dass so eine Drohne wirklich nicht günstig ist. Aber emotional für uns ist es sogar noch viel ärgerlicher, weil da ein paar sehr, sehr schöne Aufnahmen auf der Speicherkarte, die in der Drohne gewesen ist, die natürlich mit der Drohne jetzt auch im See verschwunden ist, gewesen sind. Und zwar vor allen Dingen eine Aufnahme, die wir im Vorfeld sehr, sehr lange geplant haben. Und zwar haben wir, als der Helikopter uns abgesetzt hat, mit der Drohne gefilmt, wie er wieder weggeflogen ist, wie wir da noch standen. Das wäre eine Aufnahme, die fürs Intro wunderschön gewesen wäre. Die sicherlich. Ja, richtig gut, ja. Ja, wir haben sie uns angeguckt, die war wirklich gut. Die wäre für den Film cool gewesen. Euch ist es sicherlich nicht aufgefallen, dass die Aufnahme fehlt, klar. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, kann der Film bis jetzt auch noch nicht ganz scheiße sein. Aber für uns, das tut schon sehr, sehr weh, weil man kommt hierher, man plant das alles im Vorhinein, man macht sich Gedanken, man ist jetzt die 14 Tage hier und hat im Vorfeld ein gewisses Bild, wie alles werden soll. Und ja, so ein Verlust, der tut echt weh. Deswegen hatten wir vorhin ein bisschen mit unserer Stimmung zu kämpfen. Ja, aber umso schöner, dass wir dann trotzdem noch rausgefahren sind, angeln gewesen sind und wir da auch schon fast aufgeben wollten, wirklich lang auf dem Wasser gewesen sind und das Ganze trotzdem noch zum Erfolg geführt hat. Ja, ich sag's jetzt schon mal, bevor ihr euch wundert, dass ihr wahrscheinlich trotzdem vorher schon ein paar Drohnenaufnahmen gesehen habt und auch nachher noch ein paar Drohnenaufnahmen sehen werdet. Wir haben 2 Drohnen dabei, Gott sei Dank. Das andere ist allerdings eine Drohne, mit der ich noch nicht so gut bin, deswegen werden die Aufnahmen wahrscheinlich auch nicht ganz so gut werden, aber immerhin wird es hin und wieder mal ein paar Luftaufnahmen geben. Tendenziell ein bisschen weniger, weil ich natürlich für diese Drohne jetzt auch nicht so viele Akkus dabei habe, wie für die andere Drohne, aber wir werden sie hin und wieder mal in die Luft lassen und dann wird es auch ein paar Luftaufnahmen für euch geben.
Saibling, klein geschnitten. Fisch gehört in das Gericht, was wir gleich weiter kochen. Dennoch gibt es für jeden einmal ein Stück zum Probieren. Mhm. Damit kann ich arbeiten. Dann lege ich den Löffel mal wieder rein. Hey, den brauchen wir fürs Essen. Toll. Verhungern wir gleich, weil Philipp so gierig ist. Oh ja. Sehr Sehr gut. lecker. Bin gespannt, wie er gleich im Essen schmeckt. Dehydrierte Zwiebel oder Zwiebeln. 2 große Zwiebeln sind das und Champignons, die müssen wir wieder hydrieren. Zwiebelstick. Oder ein Zwiebelriegel. Zwiebelriegel, das ist auch gut. Und ein Pilzriegel. Pilzriegel hört sich deutlich ekliger an als Zwiebelriegel. Sieht auch nicht so aus. Ein Pilzriegel. Sind so die Riegel. Zwiebeln und Pilze sind hydriert. Frischer Knoblauch bereits geschnitten. Tomatenmark. Verhext. Paprikapulver. Wieder Senf. Worcestersoße. Wasser. Wasser. Wir sollten uns vielleicht mal absprechen, wer was sagt. Wir sollten uns vielleicht noch absprechen, wer was sagt. Was? Nee, was? Was? Wie? Wer? Warum? Was? Wasser? Brühe. Trocknete Petersilien. So, die Nudeln sind fast gut. Jetzt kommt noch saure Sahne rein. Okay. Schwer geworden, ja. Ah, da sieht man mal, was die Titan-Griffzange kann. Titan-Suppenkelle bräuchten wir eigentlich. Für alle, die es nicht schon erraten haben, kommt jetzt noch die Auflösung. Wir wollten eigentlich Beef Stroganoff Suppe machen. Und dann Ja. ist uns aber aufgefallen, dass das mit dem Hackfleisch, was da reinkommt, und der Distanz zum letzten Supermarkt, wo wir selbiges noch hätten kaufen können, und der Haltbarkeit nicht so ganz aufgegangen wäre. Deswegen haben wir uns entschieden, auf Fisch zu setzen und eine Fisch-Stroganoff-Suppe daraus zu machen. Ja, und den Fisch, den haben wir gefangen, wie ihr gesehen habt. Deswegen ist unser Plan auch aufgegangen. Und jetzt gibt es ein Saibling-Stroganoff. Richtig lecker. Wir essen das Ganze hier noch auf. Den Sonnenuntergang, den ihr hoffentlich auf der Aufnahme da hinten so ein bisschen angedeutet sehen könnt, den dürft ihr euch jetzt noch im Detail angucken. Und wir sagen schon mal gute Nacht. Gute Nacht. Ja, der war wohl nicht so. Ja, die sind so gut. Suchen einen besseren. Schön gesprungen.
Zum Wohl. Den Verlust vom gestrigen Tag haben wir zwar noch nicht ganz überwunden, aber wir lernen damit zu leben. Heute an Tag 5 läuft es hoffentlich dann nochmal besser, wobei ich sagen muss, dass der Saibling und das leckere Essen gestern schon einiges wieder gut gemacht haben. Wenn es so weitergeht, dann werden wir es verkraften. Es geht heute durchs Angelcamp, was für uns aber vor allen Dingen bedeutet, dass es auf den Fluss geht. Da warten der Karte nach und dem, was wir vom Helikopter aus sehen konnten, einige große Stromschnellen auf uns. Davon werden sicherlich ein paar nicht fahrbar sein, also es wird ein paar Umtragungen geben. Bestimmt ist aber auch die eine oder andere fahrbar, also wird es sicherlich auch ein bisschen Wildwasser-Action geben. Und darauf sind wir sehr gespannt. Ich habe ja schon mal gesagt, Gepäck immer befestigen, auch auf dem See. Und wenn es wie jetzt auf dem Fluss geht, die Möglichkeit von Stromschnellen, wirklich fest befestigen, dass das Gepäck auch bei einer Kenterung im Boot bleibt. Und alles, was draußen dran ist, wie zum Beispiel bei uns jetzt hier die Routenhalter und die Angeln, abmachen. Reduziert die Gefahr, dass das Boot dann herrenlos in der Strömung treibt, irgendwo hängen bleibt, beschädigt wird, kaputt geht und reduziert auch die Gefahr, Equipment zu verlieren. Die Hütten da vorne markieren das Angelcamp. Insofern ist es auch kein Problem, dass wir jetzt die Routen reintun müssen, weil ab da dürfen wir erstmal nicht mehr angeln. Hier beginnt der Fluss, so langsam. Und da vorne um die Ecke könnte auch schon die erste Stromschnelle kommen, ne? Man sieht auf jeden Fall, wenn man dahinter die Bäume sieht, hier ist ein starker Höhenabfall. Das müssen wir uns auf jeden Fall angucken. Miniaturwasserfall. Da vorne mit einer Stufe. Da drüben sieht es schon mal ziemlich krass aus. Da. Hier bis hierhin machbar, allerdings extrem flach. Ich würde auf jeden Fall hier die ganze Zeit aufsetzen. Und da drüben ist zu krass. Die Kurve und dann da rein. Von hier aus sieht man es nochmal ganz gut da drüben. Da ist schon viel Wasser und da, überall scharfe Felsen. Also das da drüben, ich will jetzt nicht sagen unfahrbar. Es gibt sicher Leute, die das mit dem richtigen Boot fahren können, aber wir nicht und auch nicht mit unserem Boot. Also wir werden umtragen. Überall hier zwischendrin ein Moltebärenparadies. So viele auf einer Stelle, sehr, sehr selten. Glatt mal die Hand voll machen. Lecker die Dinger. Umtragung die erste.
so entspannt aus, aber wenn man sieht, wie tief das Land dahinter ist Ja, und wie wenig weit das entfernt ist, da vorne längs ran. ja. Tendenz Wasserfall. Das hier ist auf jeden Fall nicht fahrbar. Ich glaube, um da hinten hinzukommen, das sieht fahrbarer aus, hätte man ganz drüben, wo dieses Mini-Wehr war, lang gemusst. Glaube ich zumindest. Muss man sich auf der Karte nochmal angucken. Hier ist zu wenig Wasser und zu viele Felsen. Und soweit ich das da drüben sehen kann, ist das auch Wasserfall. Wir werden jetzt die Boote darüber bringen, an der Stelle da umtragen, da hinten wieder einwässern, das Ding da hinten wahrscheinlich fahren. Das gucken wir uns dann von da aus nochmal an. Und dann muss man eh wieder rechts ans Ufer, weil danach kommt dann nochmal eine große. Das wäre der direkte Weg. Man sieht den Philipp sogar noch am Boot. Das ist Christins Weg. Kurze Expedition. Komm rein. Ja. Sehr gut gemanagt. Und jetzt raus in die Kehre. Da hinten am Horizont seht ihr die beiden. Und das ist der Wasserfall. Maßstab links die beiden. Wasserfall. Mehrere Meter. Nochmal. Mehrere Meter. Da hinten. Jetzt weiter. Also ich will jetzt nicht sagen unfahrbar, weil ich habe schon Leute sowas fahren sehen. Aber das ist ganz, ganz weit außerhalb von unserem Skill-Level. Und ich glaube auch außerhalb unseres Bootes. Guckt euch dieses gigantische Kehrwasser an. Also von da nach da, das sind locker 4-5 Meter oder mehr. Also ich habe keine Ahnung, ob man es auf der Kamera sehen kann, aber das ist riesig. Riesig ist das. Wow. Heftig. Einfach nur heftig. Ja, und hier um die Kurve geht es dann weiter. Auf der Seite kommen nochmal 2 Flüsse. Da kommen wir nicht rüber, deswegen müssen wir jetzt da rüber. Aufpassen, von dem Ding nicht angesaugt zu werden. Also so rüber
Und dann da und dann werden wir auf der Seite umtragen. Es fängt an zu regnen. Eieiei. Gut festhalten, das Boot gut festhalten. Die ersten 10 Meter von der Umtragung haben wir schon. Wasserfall da. Guck mal. Heftig. Wind. Schön von vorne. So haben wir es gern. Ja, ist krass, ne? Ja, das ist nicht nur Wind. Guck dir das an, hier fließt das Wasser. Philipp, Stromschnelle. Das hier ist eine Stromschnelle. Krass, oder? Ja, voll, oder? Mitten im See. Voll verwirrend hier. Das Wasser weiß selber nicht, wo lang. Ja. Felsen! Okay. Scheiße. Doch nicht. Wir haben es nicht eingezeichnet, das kann also nicht riesengroß sein. Hier sieht es dann doch schon ein bisschen wilder aus. Also gucken wir es uns sicherheitshalber mal an. Das Stück geht auf jeden Fall noch.
Hier liegen überall Felsen, hier sehe ich keine Hindernisse, schön Wellen. Hier runter, hier durch, kurzes Stück entspannt und das gucke ich mir jetzt auch noch an. Hier geht's auch flott durch. Das sind ganz schöne Wellen. Ach du Scheiße. Da sehe ich keine Hindernisse, das ist einfach nur straight on. Das Einzige sind diese krass hohen Wellen. Mit dem Boot wahrscheinlich schon machbar sein, aber schaffen wir das? So in Ordnung? Ja. Links oder rechts vorbei? Links. Felsen. Ich glaube, wir werden in den Wellen Gas geben müssen. Wir wurden sehr langsam. Okay. Aber warte noch. Stopp, 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 auf der Seite. Rechts, stopp, mehr Stopp. Stopp, 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 auf der Seite. Rechts, stopp, mehr Stopp. Ach, sehr gut. Vollgas bei dir? Okay. Wow! Gut gemacht, Schatz. Sehr gut. Alter! Das ist die Wellerei wie so eine Wasserwand. Ja. Geil! Woo! Schlag ein. Yes. Sehr gut. Hat Spaß gemacht. Also, ich habe es im letzten Video schon gesagt, ich wiederhole es nochmal. Wildwasserstufen einschätzen finde ich immer schwierig. Wenig Verblockung, dafür große Wellen. Also die heftige Welle in der Passage würde ich sagen, also mindestens eine 3 plus, 4 minus, Richtung 4, könnte ich mir aber auch gut vorstellen. Wie gesagt, ich bin kein Profi im Einschätzen. Finde ich immer schwierig, wenn man keine Informationen hat, wo drauf steht, was einen erwartet. Aber es war auf jeden Fall schon eine ordentliche Welle. Ja. Die war richtig hoch. Also als wir runtergetaucht sind, bin ich gespannt, ob man es auf der Kamera gesehen hat. Vor der Welle war die Welle so ein gutes Stück über Christins Kopf zu sehen. Wahrscheinlich, weil wir ein bisschen so runtergefahren sind. Ja. Aber ja. Ja, klar. Das hätte man viel weiter links fahren müssen. Ja. Naja. Da drüben hätte es mehr Spaß gemacht. Kann ich noch einen kleinen Teil hier mitnehmen. Wuhu! Ja!
auch entspannt aus, oder? Ja, die nächste Kurve geht nochmal. Ich meine nach der Kurve. Da kommt dann gleich irgendwo eine Markierung. Also wenn ich den Höhenunterschied mir angucke, ist das fahrbar. Guck mal, man kann ja schon das Wasser sehen. Ja, ja, das hier ist auch fahrbar. Ach so, und dann habe ich die Dahinter. danach. Ja. Ach, Fisch gesprungen da rechts. Ah, Eine Stufe? hoppala. Ein Felsen vorbei. Ja. Ja, wissen. Heidenei. Sieht krass aus. Auf jeden Fall ein krasser Höhenunterschied. Ja. Krass! Alter, schiebt das. Boah. Man sieht, wie viele Höhenmeter da gleich noch runter macht. Ja, das ist schon wieder, glaube ich, ziemlich groß. Da ganz vorne liegen die Boote. Der Anfang ist soft. Hier wird es schon krasser, das wäre aber noch machbar. Das wäre auch noch machbar. Die Walze ist auch noch machbar. Wenn man es richtig trifft, auch machbar. Und dann kommt aber eine Riesenstufe. Die ist auf jeden Fall für unser Boot zu groß. Die andere Seite könnte besser sein, aber man muss hier auf jeden Fall hier lang fahren. Und dann kommt man da nicht mehr rüber. Alles einzeln, noch einigermaßen machbar. Also die Stückkante ist schon hoch. Hier auch wieder. Genauso wie da drüben die andere Seite. So viele extrem schwierige Stellen direkt hintereinander. Man muss nur aus der einen nicht perfekt rauskommen, dann zerlegt es einem in der nächsten. Das Risiko werden wir nicht eingehen. Es ist spät und wir haben entschieden, das heute nicht mehr zu umtragen, weil nach der Stromschnelle geht es sofort mit der nächsten weiter. Deswegen bleiben die Boote jetzt hier liegen und wir richten uns hier irgendwo ein. Es ist fertig. Es regnet. Während wir da das schöne Wetter genossen haben, hat es auf einmal richtig angefangen zu regnen. Gerade noch ganz schnell das Tarp gespannt, dass wir hier noch kochen können. Ähnlich wie vorher. Immerhin haben wir noch eine schöne Aussicht. Für das heutige Abendessen schon mal was vorbereitet. Kicherhuhn. Kichererbsen.
Curryhuhn ist das, ne? Genau. Hühnchen mit Kichererbsen, Paprika. Der Großteil gekocht und dann dehydriert. Hier sind Gewürze schon drin, wie Zwiebel, Ingwer und Currypaste. Dazu kommt jetzt noch getrockneter Koriander. Kommt jetzt noch das Sahneپulver mit dazu. Alles klar. Okay. Dankeschön. Esel. Dankeschön. Auf das Essen habe ich mich gefreut. Mhm. Mhm. Wie gewohnt. Wir essen auf und dann gehen wir ins Bett. Hoffen wir mal, dass wir für morgen fit sind. Das wird sicherlich nochmal ganz schön anstrengend. Da kommt noch viel Fluss und einiges, was so aussieht, als müsste es umtragen werden. Deswegen stärken, schlafen und auf in den nächsten Tag. Gute Nacht. Gute Nacht.